Also ich bin Pia und ich bin 34 Jahre alt und ich komme aus dem Ruhrgebiet in Bochum und bin beidseitig mit 2 Cochlea-Implantaten versorgt, seit Geburt schwerhörig. Ja. Und habe dann erst im Alter von 28 Jahren mich dann dazu entschieden, ein Cochlea-Implantat einsetzen zu lassen. Also ich bin seit Geburt hochgradig schwerhörig und meine Mutter hat das schon relativ früh gemerkt, dass ich etwas anders bin als mein älterer Bruder, der hörend auf die Welt kam. Und sie ist dann von Arzt zu Arzt gerannt, aber niemand hat ihr erstmal geglaubt. Und erst im Alter von 1,5 Jahren hat man dann offiziell auch festgestellt, ja, ich habe einen hochgradigen Hörverlust. Und eigentlich war ich schon immer Kandidat für ein Cochlea-Implantat, aber vor 34 Jahren wollten meine Eltern sich noch nicht dafür entscheiden. Und später, als ich in der Lage war, das selber zu entscheiden, habe ich dann auch zugemacht. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Später in meinem Berufsleben habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr häufig an meine Grenzen gestoßen bin. Ich konnte an einem Meeting nicht so aktiv teilhaben. Ich war sehr, sehr schnell erschöpft und müde und das war keine Lebensqualität. Und dann bin ich nochmal an diesen Punkt zurückgekommen, mich doch nochmal mit meiner Schwierigkeit intensiv auseinanderzusetzen und habe mich dann mit dem Thema Cochlea-Implantat nochmal befasst. Und also so dieser Schlüsselmoment, warum ich mich für ein Cochlea-Implantat entschieden habe, war bei einem Gespräch mit einem Arzt, weil ich habe mich sehr schwer damit getan, mich für ein CI zu entscheiden, aus optischen Gründen. Es ist ein sehr, sehr großes Hörsystem, ein Knopf am Kopf und das hat mich eher ein bisschen abgeschreckt, mich dafür zu entscheiden. Und das habe ich im Gespräch mit dem Arzt auch immer wieder deutlich gemacht, dass das einfach eine große Rolle für mich spielt. Und er hat dann zu mir gesagt, glauben Sie, Sie sehen so attraktiv aus, wenn Sie Menschen zuhören? Und er hat mir also quasi in dem Moment den Spiegel vorgehalten. Aufgrund dessen, dass ich so schlecht verstanden habe, habe ich natürlich auch einen sehr, sehr grimmigen Gesichtsausdruck gehabt. Und bis zu dem Zeitpunkt hat mir das nie jemand gesagt. Und das hat bei mir gesessen. Das hat eigentlich diesen Schlüsselmoment gegeben. Ja, das ist auch ein Grund, warum es gut ist, wieder besser hören und verstehen zu können. Viel besser als vorher. Also vieles fällt mir viel leichter. Kommunikation mit den Menschen. Das Hören und Verstehen grundsätzlich ist viel, viel einfacher für mich. Und ja, ich traue mir auch viel mehr Dinge wieder zu, die ich vorher mit Hörgeräten niemals gemacht hätte. Also auch mein Auftreten, mein Selbstbewusstsein ist mit der Implantation einfach gewachsen. Das war vorher nicht da. Ich möchte auch als CI-Nutzerin Kandidaten die Möglichkeit geben, dass sie auch jemanden ausfragen dürfen, dass die von jemandem, der schon die Erfahrung gemacht hat, einfach hören, wie war das denn vorher, wie war das während der Implantation oder dem ganzen Prozess und wie ist es jetzt? Und diese Möglichkeit möchte ich einfach auch weitergeben, dass eben halt ein Kandidat die Chance hat, Fragen zu stellen. Also vom Fachpersonal, die gut hörend sind, kann ich natürlich aus der Theorie ganz viele Informationen bekommen und das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber diese emotionalen Erfahrungen und dieser ganze Prozess, wie hört sich das an und wie geht es einem nach der OP, das erfährt man nur von jemandem, der das schon hinter sich hat. Also ich bin in eine Selbsthilfegruppe gegangen, wo 30, 40 CI-Träger um mich herum waren,
Ich war da die Einzige, die halt noch nicht mit einem CI versorgt war. Und ich hatte die Möglichkeit natürlich, alle zu löchern mit Fragen und Erfahrungen zu hören von den CI-Nutzern. Und ja, es war total spannend. Ich fand es total schön, wie die Leute da gestrahlt haben, wie einfach das für sie war zu kommunizieren. Und ja, das hat mir dann auch dabei geholfen, okay, ich möchte auch in dieser Situation sein. Ich möchte auch so gut verstehen können und so gut hören können. Ja, ich habe schon 3 Jahre in meiner Wohnung gewohnt und nach meiner Implantation habe ich festgestellt, dass meine Badezimmertür quietscht und ich fand das total toll. Habe natürlich dann auch an der Tür gestanden und das immer wieder auf und zu, weil dieses Geräusch ganz neu für mich war. Ich habe mein Leben lang die hohen Frequenzen nie gehört und deswegen habe ich mich über jedes für Guthörende nervige Geräusch, habe ich mich aber darüber gefreut, dass ich es gehört habe. Ich rate jedem auf jeden Fall, Kontakt mit einem Gleichgesinnten aufzunehmen, Fragen zu stellen, sich selbst die Fragen zu stellen, möchte ich gerne wieder hören und in der Gesellschaft teilhaben wollen und bin ich bereit dafür. Und dann anhand dieser Antworten eben halt die Entscheidung zu treffen. Und diejenigen, die frisch versorgt sind, denen rate ich einfach ganz viel Dankbarkeit. Also freut euch an jeder noch so Kleinigkeit, an dem Hören und an noch so kleinen Schritten, die man macht. Ja, mein beruflicher Werdegang hat sich komplett verändert mit meiner Implantation. Das habe ich nicht erwartet. Dass ich jetzt Aufgaben übernehme, die hätte ich vor der Implantation mir niemals zugetraut.